Sehr geil. 6 Kilometer Restreichweite. Ich wollte eigentlich das Review-Video für euch drehen, aber bei so viel Restreichweite und ich muss für das Review-Video noch ein bisschen in die andere Richtung, fahre ich lieber noch kurz zur Tankstelle, damit ich danach auch entspannt dorthin komme, wo ich hin möchte. Und zwar, was mir gerade aufgefallen ist, was echt spannend ist, ich weiß jetzt nicht, ob das Sportmodus ist und Tank fast leer, aber ich habe gerade echt harte Leistungsversager gehabt. Ich mag sowas gar nicht. Beim Auto ist der Turbo auch schon mal eingegangen, bedeutet quasi, du steigst aufs Gas und nichts passiert. Und hier war es quasi dasselbe. Die Drehzahl war ca. 7000. Ich glaube, wir haben sie auf Video. Einfach nicht gezogen. Verdammt. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass quasi der Sprit vielleicht gefehlt hat und er dann einfach keine Leistung gegeben hat. Aber das ist ziemlich hardcore. Kenne ich auch nicht. Ich fahre alles bis zum letzten Tropfen. Auf den letzten Schub, verdammt. Also, dementsprechend willkommen zum Ducati Connect Review Video. Hallöchen again, ist das nicht ein Traumwetter, um so ein Review-Video zu drehen? Der Plan ist gleich 3 Review-Videos zu drehen, und zwar Headsets, Ducati Connect und Ducati 22.000 Kilometer. Ich bin eigentlich nicht Raucher, aber so ein geiles Wetter. Ein Energy Drink und leider auch eine Zigarette weckt so unendlich viele geile Erinnerungen an unendlich geile Motorradabenteuer. Deshalb manchmal kommt es einfach in mir hoch und ich denke mir, es ist der perfekte Moment für eine Zigarette und ein Energy Drink. Deshalb immer aufpassen mit Suchtmitteln, aber gönnt euch. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wenn man Energy trinkt und eine Zigarette raucht, man hat immer auch einen Aschenbecher dabei. Oh yeah. Dementsprechend, Leute, schmeißt nie eure Chick, wenn ihr schon raucht, schmeißt nie eure Chick einfach in die Natur, gehört sich nicht. Nehmt sie mit, nehmt einen Aschenbecher mit, nehmt eine Folie mit, wickelt sie ein, was auch immer, aber werft sie nicht in die Natur. Danke, los geht's. Und zwar, ich habe ein Skript dabei. Erster Punkt, Stromverbrauch. Also Suzuki braucht extrem viel Strom, das Display ist immer an. Dementsprechend, wenn ich tatsächlich hier mit dem Moped fahre, mit Ducati Connect und Suzuki, verbraucht das Ding mehr Strom, als wenn ich einfach mein Handy-Display oben in die Iconic Parts Halterung klemme und das Display an ist und ich Google Maps laufen habe. Das ist echt traurig und dementsprechend auf jeden Fall mal ein Minuspunkt für Ducati Connect, weil ist einfach nicht praktikabel. Unterm Strich wollen wir einfach schnell fahren, wir wollen das Handy irgendwie schnell koppeln, wir wollen einfach an unser Ziel und dementsprechend ist das so mit der Iconic Parts Halterung perfekt, mit Suzuki nicht. Einfach ein Zeitvergleich, wenn du zum Moped kommst und du willst einfach losfahren, dann hast du hier die Option Suzuki. Du kommst zum Moped, du musst das Moped starten. Okay, Voraussetzung, Moped ist schon gekoppelt, Headset ist gekoppelt. Also du bist beim Moped, du wartest aber trotzdem, dass das Moped startet und du musst dir die Ducati Connect App öffnen. Dann musst du das Handy quasi an eine Position geben, wo nichts mit dem Handy-Display interagieren kann. Bedeutet, schon sehr gefährlich in eine Tasche zu stecken. Also Hosentasche oder so würde ich komplett abraten. Zweiter Punkt, ja, du kannst es in den Tankrucksack geben oder versuchen in die Monturjacke irgendwie reinzustecken, aber ja, sobald irgendwas mit dem Display interagiert, zum Beispiel Kalendererinnerung, SMS, Anruf, irgendwas, was so quasi Head-Up-Notification heißt das, also irgendeine Notification, die am Handy kommt, irgendwas, was in den Vordergrund kommt, Ducati Connect-Verbindung bricht weiterhin ab. Natürlich, also das ist ja das System. Die App muss immer im Vordergrund sein, sonst funktioniert es nicht. Bedeutet, du musst sicherstellen, dass das Handy an einer Position ist, dass nichts damit passiert. Und du musst sicherstellen, dass die Connection passt, weil du willst ja nicht losfahren und nach 200 Meter wieder stehen bleiben, weil du verstanden hast, dass die Verbindung leider nicht aufrecht ist. Dementsprechend kommst du hin, wartest, dass die Verbindung aufgebaut ist. Das klappt jetzt mit einem Handy sehr gut, mit dem anderen weniger. Genau, Details dazu später.
Dann musst du auch noch das Ziel eingeben. Genau, das Ziel kannst du tatsächlich vorher schon über SeatCheck eingegeben haben. Das heißt, wenn der Verbindungsaufbau klappt und sich das connectet, wirst du tatsächlich auch gefragt, ob du quasi die Route fortsetzen willst, oder es lädt die Route tatsächlich sofort. Soweit, so gut. Im anderen Fall kommst du zum Moped. Du hast ja hinten die Halterung. Iconic Parts mit der Quad-Lock-Halterung des Handys. Also, ich zeige euch das mal. Du hast quasi Navigation schon laufen. Du kommst hier hin, hängst das Handy rein, drückst es drauf. Es hält im besten Fall die Navigation an. Du kannst losfahren. Also du musst nicht warten, dass es startet. Du musst nicht warten, dass es koppelt. Du musst auf nichts warten. Du hast die Navigation schon offen. Du kommst hin, hängst es ran. Es funktioniert. Deshalb, ja, auch im Zeitvergleich und einfach in der Einfachheit des Use Cases. Ich komme zum Moped und will einfach losfahren. Weiterer Minuspunkt für Ducati Connect. Persönliche Empfehlung, wenn man Ducati Connect verbindet, gebt auf eurem Handy so einen Do Not Disturb Modus rein. Irgendwas in Richtung nicht stören. Das hilft auf jeden Fall, um die meisten Notifications, je nachdem wie ihr es konfiguriert habt, einfach auszublenden. Also auf jeden Fall eine Fehlerquelle, dass die Connection danach abbricht, verhindert. Dann die Verlässlichkeit des Verbindungsaufbaus. Wie gesagt, ich habe mit zwei Handys getestet, einem OnePlus 8T und einem Huawei P30. OnePlus 8T hat Android 11, Huawei P30 hat Android 12. Also bei Android 11 beim OnePlus hat es eigentlich nahezu immer geklappt. Einmal scheint sich das Moped aufgehängt zu haben, dann hilft stehen bleiben, warten, dass das Moped komplett runtergefahren ist. Moped wieder hochfahren, das ist geil. Wieder connecten, es funktioniert. Beim Huawei P30 war die Chance, also OnePlus, ca. 90% Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, dass das klappt, 95 vielleicht sogar. Beim Huawei P30 war die Chance schon eher 50%. Da hat es oft irgendwas am Handy tatsächlich wahrscheinlich auch mit der Bluetooth-Verbindung aufgehängt. Bedeutet, man hat quasi am Handy Bluetooth aus und wieder einschalten müssen, manchmal auch das Moped aus und wieder einschalten müssen. Sehr mühsam. Also, ja, ich bin kein Fan von, wenn du Glück hast, funktioniert Software. Deshalb an der Stelle leider auch nicht besonders optimal. Dann ein weiterer Punkt, die Tonansagen und die Navigationsansagen am Motorrad. Und zwar, bei beiden Handys hat es von Haus aus nicht geklappt. Sehr ärgerlich. Ich habe im letzten Video schon mal erwähnt, gerne hier der Ausschnitt. Also du musst quasi in die SeatCheck-Einstellungen gehen, dort einmal die Sprache von dem Default, das obere, auf Android Text-to-Speech umstellen. Dann funktioniert es am OnePlus immer, am Huawei trotzdem nicht. Also das Ergebnis war, beim Huawei war leider die Wahrscheinlichkeit, dass er spricht, unter 10% vermutlich. Genau, irgendwie manchmal habe ich es geschafft, aber dann hatte ich auch keine Ducati Connect Verbindung, also das war echt ein Trauerspiel. Ja, kann man nichts machen, irgendwas scheint da korrupt oder kaputt zu sein. Das Problem, das ich bei beiden auch hatte, immer wenn Navigationsansagen waren, hat sich quasi die Connection irgendwie minimal aufgehängt und es hat ein Ruckeln im Ton gegeben. Bedeutet, du hörst irgendwie geile Musik und es ruckelt. Bei einem einen Handy ist dann die Navigationsansage gekommen und du hast gewusst, okay, that's supposed to be that way. Im anderen Fall hast du ja nichts gehört am Huawei 30, weil die Navigationsansage nie gekommen ist. Dann hast du zumindest gewusst, schau mal auf die Karte, irgendwas passiert bald. Aber ja, nimmst du auch nicht immer wahr, wenn der Ton irgendwie ruckelt. Du lernst es irgendwie auch teilweise zu ignorieren, also sehr traurig. Leider nicht optimal. Worst-Case-Szenario, ich habe einfach eine andere Text-to-Speech-Ausgabe mal gewählt, um zu testen, ob das beim Huawei besser klappt. Da ist tatsächlich bei jeder Navigationsansage die ganze Connection abgebrochen, also abgestürzt quasi. Du warst wieder am Homescreen beim Moped, also beim Tacho. Es hat die Verbindung zwar wieder aufgebaut, aber ja bis zur nächsten Navigationsansage. Bedeutet, fährst du 80 Kilometer geradeaus, siehst du eine Karte und in dem Moment, wo du die Karte brauchst, Navigationsansagen kommen sollten, stürzt die Verbindung ab. Also definitiv Worst-Case-Szenario. Alles in allem auch ein Negativpunkt, würde ich sagen. Ich nutze die Chance und erwähne das mal. Genau, wir sind letztens beim Motocross-Training bei so einer riesen Ölspur vorbeigefahren, da ist noch ein LKW in der Bannenbucht gestanden und danach war, glaube ich, 2 Kilometer lang eine riesen Ölspur. Und wir haben tatsächlich wieder mal, ich glaube schon das dritte, vierte oder fünfte Mal in meinem Leben, einfach den Notruf angerufen und die Stelle gemeldet. Also wenn ihr einfach unterwegs seid und irgendein Hindernis auf der Straße seht, irgendeine Gefahrenstelle, bleibt stehen, nehmt euch die Zeit, ruft beim Notruf an, die freuen sich über euer Feedback, meldet die Stelle. Im besten Fall könnt ihr einem anderen Mopedfahrer das Leben retten oder auch einfach irgendeinen Unfall vermeiden. Weil ja, keiner von uns will über eine Ölspur fahren. Genau, ich habe es in meinem Leben schon zweimal geschafft, drüber zu fahren und dass nichts passiert. Moped aufgestellt, gerade drüber und beten. Aber ja, man braucht es nicht. Lasst uns selbst einander helfen. Weiterer Punkt wäre die Navigation mit dem Joystick. Also das ist einfach zu viel. Genau, also ich würde eigentlich jedem abraten, benutzt den Joystick so wenig wie möglich und die ganze Navigation am Moped, weil es lenkt vom Fahren ab. Bedeutet, du konzentrierst dich einfach auf diese Navigation und zum Beispiel, um von Navigation zur MP3-Auswahl zu kommen, das geht noch relativ schnell, eine Ebene zurück, dann wieder rein, aber bei der MP3-Auswahl verschachtelst du dich sofort auf 3, 4 Unterebenen. Dann musst du immer 2 Sekunden zurückdrücken, damit du wieder rauskommst, bis du mal auf dem Hauptlevel bist, dann wieder in die Navigation rein. Das ist wirklich ein absoluter Krampf und das lenkt tatsächlich vom Fahren ab. Also ich finde, das Einzige, worauf man sich beim Mopedfahren konzentrieren sollte,
ist das Mopedfahren. Nicht die Natur, nichts anderes, was ich ablenken kann, nicht die Eisdiele, einfach nur die Straße. Deshalb passt auf euch auf. Bei mir hat es keinen kritischen Zwischenfall gegeben, aber das ist sowieso eine meiner Motorradregeln, was wichtig ist einzuhalten. Ohne Abstandstempomat würde ich es keinem empfehlen. Man sieht schon, dass der einfach wirklich, besonders wenn du irgendwie mitrollst, der kümmert sich da um ein zusätzliches Maß an Sicherheit, aber es ist allgemein nicht besonders seriös. Was ich allgemein in dem Zusammenhang noch erwähnen möchte, es ist wirklich ganz komisch. Du kannst zwar Tankstellen auswählen, du kriegst so eine Zwischenübersicht mit 100 Zwischenstopps, wo du nichts erkennen kannst und musst dann auswählen, was ist die nächste Tankstelle, was ist die nächste Raststation. Aber wenn du einfach Salzburg eingeben möchtest, während dem Fahren zum Beispiel, oder irgendeinen anderen Ortsnamen, steht, während dem Fahren darfst du nicht mit dem Fahrzeug quasi interagieren. Und das ist verboten, also keine Ahnung, ich weiß nicht, entweder solltest du alles verbieten, macht ja auch keinen Sinn, du willst dir einen Zwischenstopp planen. Oder du solltest dann auch noch das Eingeben eines Ortsnamens erlauben, weil ja, entweder oder. Ablenken tut beides gleich. Ob du jetzt SAL suchst auf diesen Buchstaben oder zum dritten Mal überlegst, wie muss ich jetzt navigieren, damit ich zur nächsten Einstellung komme, nicht so cool. Ein Nachteil, wenn du natürlich Google Maps oder jegliches andere Navigationssystem oben auf dem zweiten Display benutzt, du kannst nicht mit dem Joystick interagieren. Für mich passt es genau, weil ich will während dem Fahren auch nicht interagieren. Plane ich einen Zwischenstopp, bleibe ich entweder spontan stehen, sehe eine Tankstelle, sehe einfach eine geile Aussichtsstelle, aber während dem Fahren quasi irgendwas Spezielles zu suchen, nicht mein Ding. Also für mich durchaus in Ordnung so. Ich werde weiterhin mit Iconic Parts, Link in der Videobeschreibung, Halterung und Quadlock quasi arbeiten und bestimmt wieder so fahren, weil es für mich einfach, es passt alles, genau. Ich habe Fahrspaß, ich brauche mich nicht ärgern über Ducati Connect bei der Tankstelle, nehme ich das Ding schnell runter, check irgendwas, bezahle mit dem Handy, komme wieder zurück zum Moped. Hänge das wieder drauf, alles ist easy. Ich muss nicht warten, ich bin einfach so ein Mensch, ich will zum Moped kommen und will losfahren. Genau, mit Ducati Connect klappt das leider nicht so optimal. Zwischendurch auch was Positives, und zwar, was ich eigentlich ziemlich cool finde, wenn die Connection funktioniert, wenn die quasi aufgebaut ist und die ganzen Navigationsansichten und die Punkte, die man da so sieht auf der Karte, das ist eigentlich wirklich toll. Man sieht quasi die zu verwendende Spur, man sieht die Distanz bis zur nächsten Abbiegestelle oder bis zum nächsten Interaktionsmoment, genau. Man kann die Karte rauszoomen, man kann die Karte reinzoomen, man kann Zwischenstopps wählen. Das ist noch nicht alles so super optimal, beispielsweise wie weit die Karte reingezoomt ist, und wenn ich noch 300 Kilometer vor mir habe, brauche ich nicht auf 300 Kilometer alle Zwischenstopps sehen. Aber ja, alles in allem klappt und es funktioniert auch ganz gut. Zusätzlich besonders trauriger Punkt, man kann weiterhin in der Ducati Connect App Spotify auswählen, aber innerhalb von Ducati Connect auf dem Fahrzeug hast du kein Spotify. Du kannst nur MP3s wiedergeben. Ja, so ist es. Genau, wenn du über Bluetooth gekoppelt bist und vorher Spotify schon gestartet hast, dann kannst du zwar auch Spotify hören, aber darfst halt nie eine MP3 abspielen. Danach kommst du nicht wieder zurück zu Spotify. Ist jetzt meckern mit ein bisschen Niveau, nicht auf hohem Niveau, aber ja, ist halt leider so. Man weiß es einmal, man macht es falsch. Man denkt sich, schade, ich komme nicht mehr zurück. Nächstes Mal machst du es nicht mehr. Soweit kannst du damit leben. Allgemein noch ein Performance-Drain. Ich würde sagen, gesamt fürs Letzte und für diesen wieder ein Punktabzug. Wenn wir vielleicht bei 10 waren, sind wir jetzt vielleicht bei 5, 6. Und zwar allgemein bei Pause ist es sehr mühsam, wenn du Ducati Connect am Laufen hast, dann läuft das quasi im Hintergrund, Sygic läuft, und das ist eigentlich sehr rechenintensiv für dein Handy. Bedeutet, du holst es runter, es ist oft sehr träge. Bedeutet, ich tanke, ich gehe in die Tankstelle rein, da ist noch die Ducati Connect Verbindung aktiv. Du versuchst dann einfach den Homescreen zu öffnen, damit ich mit Google Pay zahlen kann, und ich halte das dran, das Handy reagiert nicht, das hängt sich hart auf. Also ich bin wirklich angewöhnt, auch wenn man jetzt die Verbindung quasi aufrecht halten könnte. Verdammt, ich brich die Verbindung ab und dann läuft es einigermaßen stabil. Im besten Fall killst du noch Sygic. Dann geht auch das Handy wieder schneller und dann kannst du einfach schnell was machen. Beispielsweise ein Foto oder bezahlen, das ist dann alles easy, an eine WhatsApp schreiben. Genau, dann funktioniert alles wieder besser. Also auch sehr traurig leider, dass das so viel Performance frisst. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon beim Resümee. Also alles in allem, wir können jetzt immerhin mal Probleme ansprechen, die auf einer anderen Ebene sind. Bisher habe ich eigentlich komplett darauf verzichtet, Ducati Connect zu benutzen, weil ich einfach wusste, ich kann mich nicht darauf verlassen. Mittlerweile kann ich mit meinem primären Handy eigentlich, das Lustige, ich habe mir das alte Handy eigentlich extra behalten für Ducati Connect, dass ich eins habe zum Bedienen, eins zum Navigieren, aber hey, I don't care. Beziehungsweise, shit happens. Und ja, dementsprechend, mein Ducati Connect Handy eigentlich funktioniert nicht mit Ducati Connect, und das will ich dafür einfach auch nicht verwenden, weil ich kann sie ja als zweites Display verwenden. Wichtig auch zu erwähnen, es gibt ja immer wieder ein paar Leute, die tatsächlich auch schon gesagt haben, bei ihnen funktioniert alles korrekt. Zum Beispiel hier mit einem Samsung S21 war das. Genau, ist ja auch toll. Irgendwas muss ja diese Qualitätssicherungsabteilung bei Ducati auch testen. Also ja, wahrscheinlich gibt es 1, 2, 3, 5 Handys auf der Whitelist. Das wird getestet, dort funktioniert es vielleicht. Man weiß auch nie mit der neuen Android-Version eben. Wie gesagt, das ist 11. Funktioniert bei mir jetzt mit 12. Das eigentlich Neue ist, genau beim anderen Handy nicht. Weiß nicht, ob es was damit zu tun hat. Das kann man bei Android nie wissen. Kann der Hersteller sein, kann die Android-Version sein. Alle machen ein paar Anpassungen.
ist halt so. Für mich ist das Motorradfahren einfach etwas, wo ich nichts mit Frust zu tun haben will. Ich will aufs Moped steigen, ich will Spaß haben, ich will fahren. Und dementsprechend auch Ducati Connect für mich in dem Bezug halt leider nicht brauchbar, weil es produziert einfach Ärger und Frust unterm Strich immer noch. Genau, auch so ein geiler Punkt, wenn du bei den linken Navigationsicon bist, damit du zu den rechten kommst, kannst du nicht einfach weiter nach rechts drücken auf dem Joystick, sondern du musst einmal nach oben. Genau, dann kannst du die Karte raus und reinzoomen. Genau, dann kommst du wieder aufs Minus und dann musst du nach links drücken. Also du kannst auch nicht einfach von Minus nach unten drücken, bist wieder bei den letzten Knopf, dann nach Minus. Einfach verdammt nochmal. Ich will mich während dem Fahren nicht damit, wo ist jetzt das Highlighting des Joysticks, damit ich den nächsten Navigationspunkt auswählen kann oder das nächste UI-Element. Ich will halt einfach es bedienen, es funktioniert, das ist straightforward und ich muss nicht nachdenken und ich denke mir nicht, was ist los. Aber allgemein kann man auf jeden Fall sagen, Ducati muss noch einiges verbessern, wenn sie das wollen. Wahrscheinlich wird es bei dem Moped, glaube ich, nicht wirklich besser. Es ist halt einfach eine Softwarelösung, die eigentlich eine Sackgasse ist, also dieses ganze Bosch S-Pin, Bosch whatever, als Basis. Und darauf jetzt diese Ducati Connect Verbindung, auch dass das Display mal an ist. Also wenn du auf die Main Unit, also wenn du aufs Fahrzeug quasi einen direkt neuen Softwarestand komplett different flasht, dass du einfach direkt mit Android Auto oder mit Apple CarPlay kommunizieren kannst, dann wird das nichts. Genau, ob sie diesen Aufwand hier noch investieren, weiß man nicht. Ich würde mal sagen, einfach aus bisheriger Lebenserfahrung nein. Genau, vielleicht kommt mit dem neuen Moped mal was anderes, aber vorerst haben sie sich auf dieses System eingefahren und das ist leider nicht benutzerfreundlich, nicht stabil und nicht besonders funktionsfähig. Deshalb auch für mich ist das Wichtigste einfach, dass Software funktioniert. Also deshalb haben Apple und auch Tesla quasi, die machen einfach Software auf einem neuen Stand. Das ist benutzerfreundlich, jeder kann es bedienen und jeder, der einfach einen objektiven Blick auf die Dinge hat, der kann einfach verstehen und einfach lernen und indem er einfach hinschaut und analysiert, was passiert denn da, wieso funktioniert es, was funktioniert. Und es hat quasi einfach die Qualität und die Benutzungsart von Software auf ein neues Level gebracht. Alle Sachen sind einfach, sie funktionieren immer, man kann sich gut darauf verlassen. Genau, alles, was halt quasi Software auf so einem Level ist, für mich besonders problematisch, weil das auch mein Beruf ist. Das frustriert halt Nutzer und das macht Nutzer unglücklich und das ist wieder der Klassiker, warum früher Leute auch mit Computern und mit Software einfach nichts zu tun haben wollten, weil es immer anstrengend und kompliziert war. Verdammt. Wir entwickeln uns davon weg, aber es muss noch besser gehen und genau mit solchen Produkten kriegt man das leider nicht hin. Also das war mein Eindruck von Ducati Connect. Wir haben ja letztes Mal gesagt, 0 Punkte für Ducati Connect, weil einfach quasi nichts funktioniert hat und nicht so, wie man es wollte, für mich bei meinen Benutzungsszenarien. Wir haben ja jetzt immerhin den Verbindungsaufbau auf einem Handy, die gewisse Instabilität, aber zumindest auch teilweise Verbindungsaufbau auf dem anderen Handy. Deshalb, wenn wir 10 Punkte haben und jetzt 5, 6 abgezogen haben, ziehen wir einfach noch einen ab, weil das Ganze nicht besonders benutzerfreundlich ist. Also ich würde sagen, solide 3 bis 4 Punkte von 10 kann man mittlerweile vergeben. Ja, wenn man ganz gnädig sein wollte, 5 würde ich aber auf keinen Fall, weil es macht für mich auch einfach keinen Spaß. Also man muss wirklich an Kunden denken, dass einfach Batterieverbrauch ein wichtiges Thema ist, wenn du mit einem Handy unterwegs bist. Du willst es ja noch den ganzen Tag benutzen, du willst es auch nicht immer an den Strom hängen. Ja, man könnte es. Und deshalb ja, eher 3 bis 4 meinerseits. Und damit wir eine solide Aussage haben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meine Eindrücke zu hören. Bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Genau, gebt gerne das Feedback wie immer in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da und alles Gute. Mann, ist das heute schon ein richtig geiler Samstag. Ciao. Mega der Hit. Also das ist natürlich auch geil. Jetzt wollte ich für euch und dieses Video hier noch ein Foto machen. Einfach ein Foto von den UI-Elementen, um euch dieses Beispiel mit dem Joystick besser erklären zu können, anhand eines Bildes. Aber mein Handy kann ich ja nicht benutzen, weil in dem Moment, wo ich hier... Es sieht schwarz aus, aber es ist Ducati Connect, okay, es ist an, Display ist an. Es läuft, also Verbindungsaufbau hat echt geklappt. Aber in dem Moment, wo ich natürlich versuche, hier ein Foto zu machen, weil ich muss ja den Ducati Connect Screen verlassen, in dem Moment bricht die Verbindung ab. Dementsprechend kann ich mein Handy, obwohl es hier ist, gerade nicht verwenden, um für euch hier von diesen UI-Elementen ein Foto zu machen. Nicht geil. Aber ja, mit einem Video läuft es manchmal auch besser. Also ihr seht hier links, orange, aktuell markiert. Bedeutet, du drückst rechts auf dem Joystick, nochmal rechts, nochmal rechts. Und jetzt, wenn du rechts drückst, passiert nichts. Aber das nächste Element von hier ist ja hier. Genau, also für mich wäre es schon durchaus verständlich, rechts zu drücken. Genau, also rechts passiert nichts. Nach oben. Nach oben funktioniert. Genau, dann bist du oben, kannst quasi rein rauszoomen. Kannst 2D, 3D umstellen, auch ganz lustig. Wenn du einmal auf 2D stellst, das stellt sich immer wieder zurück automatisch auf 3D, aber hey. Das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Genau, wenn du hier bist, kannst du auch wieder nicht runterklicken mit dem Joystick. Du musst links drücken. Ha, dann bist du tatsächlich links. Genau, manchmal bilde ich mir ein, verlischt hier die Markierung auch in der Zwischenzeit, aber okay. Genau, so funktioniert es. Dann hier kannst du einen Zwischenpunkt auswählen. Soweit bei kurzen Strecken funktioniert das, bei langen Strecken nicht.
Und also bei langen Strecken ist die Übersicht einfach zu grob, ergibt quasi keinen Sinn. Genau, und wenn du hier versuchst halt währenddessen was zu suchen, also während eine Navigation aktiv ist, was zu suchen, dann, ach Gott, okay. Es geht sogar während du nicht fährst quasi, scheinbar, während du fährst geht es aber nicht. Und final können wir noch die Punkte durchgehen, die wir original in dieser wunderbaren Mail letzten Herbst bekommen haben und gesehen haben. Was gibt es alles Neues? Also, erster Punkt, die Funktion, Moment, neue halbautomatische Funktion Minimum Preload. Was ich mir gedacht habe, halbautomatisch, okay. Halbautomatisch habe ich gedacht, automatisch. Verdammt, mein Fehler. Aber halbautomatisch bedeutet, du musst es selber kontrollieren. Also wenn du hier bist, genau wie gesagt, ich habe gerade was auf meinem Handy nachgeschaut, also keine Verbindung mehr, kannst du einfach lange den Fahrwerksbutton drücken. Genau, bin jetzt gespannt, ob das im Stehen geht. Wenn du lange drückst, auf jeden Fall, wir haben es hier kurz gesehen, ja, geht, aktualisiert es sich hier zum Minimum. Bedeutet, das Fahrwerk sinkt wirklich deutlich ab. Du musst auch nochmal lange drücken, damit es wieder in die automatische Einstellung geht, beispielsweise. Gesehen habe ich das jetzt genau, wenn ich im Sport- oder im Touring-Modus bin, spüre ich tatsächlich eine Auswirkung. Also du spürst, dass das Fahrwerk runterfährt und du bist mit den Beinen deutlich besser unten. Wenn ich jetzt im Urban Mode fahre, da habe ich sowieso die weicheste Fahrwerkeinstellung, habe ich keine Änderung. Genau, deshalb mein erster Eindruck war, ich teste das im Urban Mode, war gerade gemütlich unterwegs, habe das neu erfahren, dass ich diesen Button drücken kann. Hat quasi keine Änderung gebracht. Aber ja, es bringt was in anderen Fahrwerkseinstellungen. Und es ist eigentlich ganz cool. Was ich jetzt nicht weiß, wenn das Moped zum Beispiel voll beladen ist und da ist auch noch überall Zeug drin, ist es jetzt schlecht fürs Fahrwerk, wenn ich hier auf Minimum fahre? Ich würde mal annehmen, nein. Jemand wird sich schon was gedacht haben. Aber ja, ist es jetzt cool? Ich habe wirklich keine Ahnung. Also was ich schon gemacht habe mal, ist einfach so im Stadtverkehr auf Minimum fahren. Ist eigentlich nicht schlecht. Also du bist tiefer, du stehst einfach besser mit den Beinen unten. Es ist natürlich, also es scheint für mich subjektiv, scheint ein bisschen, ja logisch, du hast weniger Federweg. Also es ist ein bisschen härter, ein bisschen weniger federnd, aber stört ja nicht. Genau im Stadtverkehr absolut easy. Also, ja, ganz okay. Wäre es natürlich vollautomatisch, was ich mir gedacht habe, ich bleibe stehen, es senkt sich ab, damit ich runtersteigen kann. Oder ich werde langsamer, es senkt sich ab und ich fahre wieder los. Das hätte ich sehr geil gefunden, so habe ich mir das vorgestellt. Aber ja, manuell ist ja auch was. Ist spannend, wenn etwas manuell ist, es halbautomatisch zu nennen, aber egal. I don't care, so ist es halt. Der zweite Punkt war, praktisches Management der beheizten Lenkergriffe. Ja, funktioniert. Also wir haben ja hier unseren Knopf, hier hinten. Genau, wenn du den jetzt drückst, dann siehst du es. Der hat jetzt gerade einmal Sitzheizung gezeigt, okay. Genau, 1, 2, 3. Dieser hellgraue Zustand, den hätte man sich auch sparen können. Es aktiviert sich einfach mit der Zeit automatisch. Jetzt vielleicht im Stand nicht, aber während dem Fahren, genau. Ist ja auch klar, dass es nicht aktiv ist. Genau, einmal auf, dann wieder an. 2, 3, off. Soweit in Ordnung, soweit so cool, funktioniert auch gut. Ich habe davor auch damit leben können, war jetzt kein Weltuntergang, aber ja, so ist es halbautomatisch. Was ich schon in einem anderen Video erwähnt habe, aber hier vielleicht auch noch gut ist, wenn du Ducati Connect benutzt und du in diesem Untermenü drin bist und dann versuchst, die Sitzheizung zu ändern, ist es schon wirklich heftig. Man muss halt ganz rausspringen ins Hauptmenü, Tacho, genau hier, again, dann Sitzheizung, genau, dann eins auswählen und wieder zurück. Aber ja, und dann natürlich wieder hinein in Ducati Connect. Alles Ablenkungen, die ich nicht haben will beim Fahren, aber egal. Sitzheizung stellst du ja einmal an, dann vergisst du es eigentlich wieder, dann fährst du ja damit, weil hat ja einen Grund, wieso du es angestellt hast. Dritter Punkt, nach dem Ausschalten bleibt Ducati Connect bis zu 20 Minuten aktiv. Gerne auch. Also wir schalten das Moped aus. Dann siehst du hier quasi eine neue Option, die letzte. Drücken Sie den Joystick auf der Bestätigungstaste und dann bleibt Ducati Connect aktiv. Kann ich jetzt nicht. Der Hit, Moment, aber wir wollen ja nicht vorschnell urteilen. Könnte jetzt natürlich sein, weil die Ducati Connect Verbindung nicht mehr ganz aktiv war. Also deshalb für euch diesen Use Case nochmal, ja, war tatsächlich so. Genau, ich habe ja kurz am Handy das Skript nachgeschaut, dementsprechend Verbindung nicht mehr aktiv. Schauen wir mal, genau, Verbindung, Aufbau. Genau, jetzt können wir das mal anschauen, also Handy startet. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ziemlich hell hier, aber links steht Bluetooth-Verbindung aktiv. Hier warten wir jetzt quasi auf ein paar Icons, die auftauchen, so blaue Icons. Also startet. Handy wurde schon gefunden, das sind die linken Icons, rechts Headset wurde gefunden. Links sehen wir noch immer Bluetooth-Verbindung läuft. Verbindung mit WLAN, immer ein gutes Zeichen, hat sich nur einmal an der Stelle aufgehängt, sonst geht es eigentlich immer. Genau, heißt für mich, es funktioniert. Gleich kommt noch Verbindung mit Ducati Connect läuft. Das ist quasi die 90% Stufe und zack. Genau hier, Ducati Connect Verbindungsmodus aktiv. Passt. Genau, jetzt haben wir eine aktive Verbindung. Jetzt ausschalten nochmal. Passt. Moped ausschalten. Punkt ist aktiv.
passt, Verbindung ist aktiv, wir drücken den Joystick und dann ändert sich es auch zu Verbindung, bleibt jetzt 20 Minuten aktiv. Also, funktioniert, ist vorhanden, tut seinen Job, will man es, naja, also bedeutet jetzt, 20 Minuten kannst du auch nichts machen mit deinem Handy, weil damit die Verbindung aktiv bleibt am Handy, darfst du ja nichts machen auf deinem Handy, nicht interagieren mit diesem Hauptscreen. Also wir sind hier weiter in diesem Ducati Connect Modus. Sobald ich das wegwische, ist es sowieso vorbei. Mit der Verbindung also hat man sich wirklich Mühe machen, dieses verdammte Feature zu implementieren? Nein, vollkommen sinnfrei für den aktiven Use Case. Wie gesagt, das Handy wird langsam in der Bedienung, Südschik läuft im Hintergrund, slackt ein bisschen. Also außerdem, jeder macht in einem Tankstopp was heute auf dem Handy, würde ich sagen, wirklich jeder. Ich meine, du benutzt ja das Handy zum Navigieren, also schickst du vielleicht ein Foto, machst einfach Fotos, tankst, bezahlst. Also muss die Verbindung aktiv sein. Wenn ich das Handy nicht benutzen kann, nein, vollkommen sinnfrei. Der letzte Punkt, Musik, Lautstärke und Surffunktion. Ich glaube, es ist dieses Feature und das ist wirklich cool. Ich weiß nicht, ob es das davor gegeben hat. Also ich würde annehmen, es ist dieses Feature. Ich weiß es nicht genau, habe auch nirgendwo was darüber gefunden. Aber quasi, wenn du hier bist, und ja, wir haben jetzt eine aktive Verbindung, ich habe ja nichts gemacht mit meinem Handy, genau, und ich drücke lange nach rechts auf dem Joystick, dann seht ihr das. Dann kommt dieses Menü zum Verändern der Lautstärke. Ist auch geil. Navigator und Musik. Lautstärke vom Wording hätte vollkommen gereicht, aber egal, wir verstehen es. Genau, also geht auch automatisch wieder weg. Ich finde es super gemütlich, kannst du auch mit Joystick nach links drücken, wieder wegbringen. Aber ja, das ist wirklich cool. Das kannst du auch benutzen, wenn quasi keine Ducati Connect Verbindung aktiv ist. Bedeutet, mein Use Case, wie ich das verwende, ist, ich connecte das Handy, ich connecte das Headset mit dem Moped. Das reicht, dass ich Spotify und MP3 sowieso vom Handy hören kann. Ich kann weiterhin die Lautstärke regeln und über dieses Menü hier, über dieses Musikmenü kann ich quasi weiter meine Spotify-Musik regeln. Funktioniert perfekt, genau, kann vorschalten, kann zurückschalten. Das klappt alles. Und klar, Lautstärke auch, Navi-Ansagen, sowieso ist alles dieselbe Bluetooth-Lautstärke. Was will man da großartig herummachen? Und frisst keinen Akku, weil ja kein Ducati Connect läuft. Bedeutet, du hast quasi wie ein Bluetooth-Headset, wie irgendwas anderes mit deinem Handy gekoppelt. Handy-Display kann aus sein, alles kann aus sein, frisst keinen Strom, ist quasi heute ja Standardstromverbrauch, dass Bluetooth-Geräte connected sind. Dementsprechend, wenn ich will, klinke ich oben das Handy ein und habe quasi auch noch visuell eine Karte. Wie gesagt, braucht weniger Strom als Ducati Connect auf dem unteren Display. Und ja, funktioniert alles perfekt. Ich kann auch stressfrei eben das Handy in der Hosentasche lassen. Display ist ausgeschaltet. Alles cool und alles funktioniert super. Nächster Punkt, Anrufmanagement während des Screen Mirrorings und der Surf-Funktion. Da waren wir uns ja unsicher. Ja, ehrlich gesagt, ich habe nie einen Anruf reingekriegt, während ich fahre. Ich habe ja einmal getestet, ob der Anruf rausgeht. Das hat sogar geklappt. Die Frage ist, wenn es zurückkommt, ist dann Ducati Connect weiterhin im Vordergrund. Ich kann jetzt tatsächlich testen, mich selbst anzurufen. Einfach über Skype meine Handy-Rufnummer wählen. Und wir können einfach schauen, was passiert, ob das klappt. Aber wie gesagt, Ducati Connect muss ja im Vordergrund sein. Bedeutet, genau, ich rufe jetzt meine Handynummer an und schaue, dass Ducati Connect im Vordergrund ist. Ist es auch so teilweise, es steht Verbindung mit WLAN, genau, schwupp, 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 genau, Verbindung ist aktiv. Ich lehne ab. Okay. Ducati Connect ist wirklich weiterhin noch aktiv. Genau, Rückruf interessiert mich nicht. Schauen wir, ob die Karte noch da ist. Ja, die Karte ist auch noch da. Okay. Also auf dem OnePlus jetzt. Hat das wirklich geklappt? Toll. Also ich freue mich ja wirklich auch, wenn Sachen funktionieren. Also was wir gerade getestet haben, war, während einer aktiven Ducati Connect Verbindung kommt ein Anruf rein. Und ja. Ich schaue noch kurz, ob der Anruf noch läuft. Ne, aufgelegt. Passt, gibt keine Mailbox bei mir. Also, geil, schau, Ducati Connect läuft und schauen wir mal, dass wir das hinkriegen. Die Temperatur Ihres Smartphones ist zu hoch. Geil, und das Smartphone fährt runter. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr schon länger dabei seid, ich war ja in Kroatien unterwegs, das Moped war neu letztes Jahr und die ganze Zeit mit Ducati Connect hatte ich dieses Problem eben, die Temperatur des Smartphones ist zu hoch. Egal, wo du es positioniert hast, weil es ist ja jetzt wieder Frühling, jetzt ist 8 Uhr morgens. Es hat ungefähr 20 Grad, aber eigentlich ist es kühl. Trotzdem bin ich froh, dass ich mir die Birne mit Sonnencreme eingecremt habe. Aber trotzdem überhitzt das Telefon. Verdammte Scheiße. Also was auf jeden Fall abzuraten ist auch, verdammt nochmal, gebt das Handy nie in die für mich dafür vorgesehene Handyhülle. Also diese Box da unten hat die Ladebuchse, da ist ein Icon von dem Handy drin.
Und ich würde sagen, jemand hat sich überlegt, dass man das Handy dort reingeben kann zum Laden. Tut es nicht, verdammt. Es überhitzt. Es ist nicht gut für euer Handy. By the way, mein Akku des Handys war tatsächlich kaputt vor kurzem. Deshalb habe ich auch das Huawei P30 Primär benutzt. Und ich habe es eingeschickt, auf Garantie einen neuen Akku bekommen. Glück gehabt. Aber ja, also sagen wir mal so. Ich hatte ja letztes Frühjahr auch, dass das Handy permanent überhitzt ist. Also die Hitze tut dem Akku nicht gut, auf keinen Fall. Genau, und dementsprechend, man weiß es nicht, ob es da Zusammenhänge gibt, aber ist mir gerade jetzt in den Sinn gekommen. Also ja, wichtiger Fall, gebt das Handy nie in diese Buchse, es passt nicht, genau. Was ich von ein paar Leuten auch gehört habe, nehmt den Tankrucksack, legt es da irgendwie on top, connectet an den Akku-Pack, machen auch viele. Man kann auch das Kabel hier unten so rausleiten und rein in den Tankrucksack, habe ich auch schon gemacht, das klappt schon gut. Aber ja, wenn das Handy im Frühjahr überhitzt, vergesst es. Genau, wieso überhitzt es? Wir haben das wirklich auch schon gesehen. Sygic ist die Ursache, weil genau, Sygic braucht extrem viele Ressourcen, extrem viel Grafikleistung anscheinend. Ich habe es tatsächlich im Auto auch schon mal geschafft, dass ich diese Meldung gekriegt habe, wie das Sygic quasi hinter der Windschutzscheibe auf der Handyhalterung montiert war. Dementsprechend, ja, Ducati Connect halt das Display an. Display braucht viel Strom, macht Hitze. Sygic braucht viel Ressourcen, Power, CPU-Power, GPU-Power, macht das Handy heiß. Das ist das Problem. Leider. Stimmt. Und was es auch noch gegeben hat, ja. Sygic hat sich auch ein-, zweimal aufgehängt. Jetzt auch nicht besonders oft. Oder Ducati Connect. Ich weiß nicht, auf jeden Fall jetzt auch gerade. Die einzige Möglichkeit, beides wieder wegzubekommen von deinem Handy, ist tatsächlich bei beiden beenden, erzwingen, auf Android quasi zu drücken, damit es wieder verschwindet, weil hat sich irgendwie ins Nirvana geschossen. Und genau, Handy ruckelt, Handy laggt, ist auf jeden Fall auch schwer, in das Menü beenden, erzwingen zu kommen. Und dann geht nichts. Aber ja, auch ein Randfall. Also im in der Mehrheit der Use Cases, die funktioniert haben, okay, ergibt keinen Sinn. In der Mehrheit der Use Cases hat es soweit funktioniert und auch das Beenden hat wieder funktioniert. Also ich fühle mich immer besser, wenn Ducati Connect nicht läuft und Sygic auch. Und die letzte Funktion ist, Music Player ist auch im Sport- und Enduro-Modus verfügbar. Ich meine, das ist ja wirklich geil. Ich fahre jetzt wirklich sehr oft auf Sport, muss ich sagen. Ich mag das harte Fahrwerk, genau. Ich mag die direkte Gasannahme, habe quasi auch dort umgestellt. Funktioniert soweit perfekt, Traktionskontrolle ist weiterhin stark an, ABS habe ich weiterhin auf 3 von 3, also auf der softesten Stufe. Ja, geil, ich kann es bestätigen, man kann weiterhin Bluetooth-Musik in diesen beiden Modi steuern. In Slowenien war ich Enduro fahren, im Enduro-Modus, hat funktioniert, war geil, habe auch leicht Musik hören können im Hintergrund. Im Sportmodus fahre ich quasi standardmäßig und kann auch ohne Probleme die Musik steuern. Passt, das waren jetzt auch noch die Punkte der E-Mail, dass wir alles mal fein säuberlich durchgegangen sind. Das ist das Update. Jetzt könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen. Ciao.